Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man ein Bremskabel an einem Mofa wechselt. Für dieses Tutorial benötigt ihr etwa 10 bis 15 Minuten, könnt es für jedes Mofa mit einer Seilzugbremse anwenden, egal ob vorne oder hinten, und benötigt dafür folgende Teile. Einerseits ein neues Bremskabel mit Isolation, 2 Endhülsen, eine Innenkabel-Endkappe und ich empfehle auch, eine neue Kabelaufnahme am Bremshebel zu montieren. Des Weiteren an Werkzeug benötigen wir einen Universal-Fettspray, Schmützi oder Grease, ein bisschen Isolierband und die 2 Zangen von Ice-Tool, eine Kabelschere und eine Kabelzange. Zudem selbstverständlich einiges an Kleinwerkzeug, je nachdem welche Stellschrauben ihr an eurem Mofa habt. An unserem Wolf wechseln wir nun das Bremskabel von der hinteren Bremse. Dafür entferne ich einmal den Seitenschutz, da bei Maxi S oder Maxi N das Bremskabel am Luftfilter eingehängt ist. Ich löse nun das Bremskabel aus dem Luftfilter und habe hier schön Weg. Anschließend schneide ich das Bremskabel an einer geeigneten Stelle ab. Das Bremskabel ist nun abgeschnitten und kann demontiert werden. Ich habe es extra ganz hinten abgeschnitten, so dass ich die Isolation noch eingesetzt lassen kann. Ich ziehe nun das Innenkabel einmal aus der Isolation heraus. Nun ziehe ich die neue Isolation wieder ein. Ich bereite die Isolation nun schon vor, indem ich sie einmal sauber mit der Kabelschere abschneide und auch gleich öffne, damit ich später kein Problem habe, das Innenkabel einzusetzen. Um ein mühsames Aus- und wieder Einfädeln der Isolation zu verhindern, klebe ich die neue Isolation an die alte und ziehe diese einmal durch den Kabelschacht. Dafür nehme ich das hintere Ende der alten Isolation und ziehe langsam und gleichmäßig die neue Isolation ein. Sobald ich die neue Isolation eingezogen habe, schneide ich ein wenig hinter dem Klebeband ab und habe die alte Isolation nun demontiert. Auch hier an der Schnittstelle werde ich mit dem Dorn die Isolation wieder vorbereiten, um das Kabel nicht zu verletzen. Ich montiere auch gleich die Endhülse und presse diese ganz leicht an. Um den optimalen Weg der Bremsleitung zu erhalten, stellen wir alle Stellschrauben auf ganz kurz. Somit haben wir genügend Platz, um nachzuziehen. Auch diese Stellschraube schrauben wir ganz in den Bremshebel hinein. Bevor wir nun das Kabel einsetzen, werden wir alle drehenden Teile an der Bremse schmieren. Nun ermitteln wir die Länge der Isolation. Dafür beginnen wir am Hinterrad und setzen die Isolation in die Stellschraube. Wir setzen die Isolation hier ein, hängen die Isolation in die dafür vorgesehene Halterung, gehen mit der Isolation weiter rauf, kommen oben aus dem Kabelkanal und entscheiden, wie weit der Bogen sein soll. Wir achten darauf, dass die Kabel einen schönen Bogen machen und nicht unter Zug sind. Sobald wir hier bei der Stellschraube sind, können wir uns eine Markierung machen oder mit dem Finger das Seil auf der richtigen Position halten und kontrollieren, dass wir bei eingeschlagenem Lenker keinen Zug auf der Isolation haben. Sobald wir die definitive Schnittposition gefunden haben, können wir die Isolation abschneiden. Auch hier bereiten wir das Innere wieder mit dem Dorn vor, um das Kabel einzusetzen. Auch hier setzen wir gleich die Endhülse auf und pressen diese mit dem Ice-Tool Werkzeug ganz leicht fest. Wenn die Isolation auf das richtige Maß zurechtgeschnitten ist, könnt ihr beginnen, das innere Kabel einzusetzen. Wir verwenden oder empfehlen Minimum ein 1,8 mm dickes Seil für die Bremsanlagen. Mit den Magura-Griffen ist ein Birnennippel nötig.
Wir haben hier eine Kabelisolation genommen mit einem Stahlkern. Wenn ihr welche nehmt mit einer Teflon-Innenhülle, darf auf keinen Fall geschmiert werden. Bei einem Stahlkern ist es aber so, dass dringend geschmiert werden muss. Wir nennen dafür von Motorex das Grease oder auch genannt Schwitze. Falls ihr beim Bremshebel eine Stellschraube habt, welche geschlitzt ist, könnt ihr nun das Innenkabel in die Hülle einführen. Falls ihr eine Stellschraube montiert habt, welche keinen Schlitz hat, müsst ihr diese demontieren und als erstes über die Kabelhülle setzen. Da wir eine Stellschraube ohne Schlitz haben, führe ich diese als erstes über das Bremskabel. Anschließend kann ich beginnen, das Kabel in die Hülle einzufahren. Ich fette während dem Einführen das Bremskabel. Nun können wir das Kabel in den Bremshebel einsetzen und die Stellschraube richtig einschrauben. Wenn das Innenkabel komplett in der Isolation eingeführt ist und durch die untere Stellschraube führt, können wir die Kabelklemme einsetzen. Wir fahren die Kabelklemme ein und fahren die Kabelklemme direkt an die richtige Position. Wir haben nun die Möglichkeit, das Spiel am Bremshebel von Hand zu drücken und die Kabelklemme anzuziehen, oder wir nehmen von Ice-Tool die Kabelzange. Diese fahren wir rein und ziehen. Sobald das Kabel eingeführt und mit der Kabelzange angezogen ist, könnt ihr kontrollieren, ob das Rad noch frei drehbar ist. Die Kabelzange arretiert sich selbst. Somit könnt ihr schauen, ob ihr noch genügend Spiel habt. Dies ist hier gewährleistet. Sobald ihr euch sicher seid, dass der Zug auf dem Bremskabel richtig ist, könnt ihr die Kabelklemme sauber anziehen. Um ein Einknicken des Bremskabels zu verhindern, könnt ihr die Kabelklemme einmal hinten anhalten und vorne die Schraube anziehen. Sobald ich die Kabelklemme angezogen habe, kann ich die Kabelzange einfach lösen und demontieren. Ich habe nun auch das Innenkabel sauber eingezogen und eingestellt. Nun kann ich die Seitenverschalung wieder montieren. Ich stelle nun das Spiel am Hebel ein, so dass ich einen möglichst kurzen Weg habe, ohne dass die Bremse immer auf Zug ist. Sobald ich die Stellschraube richtig eingestellt habe, kann ich die Kontomutter anziehen und verhindere somit, dass sich die Stellschraube im Fahrbetrieb löst. Auch die hintere Stellschraube wird gegen ein Lösen gesichert. Sobald wir die Bremse komplett eingestellt haben und alle Stellschrauben angezogen haben, können wir das Kabel etwa 2 bis 3 cm hinter der Kabelklemme abschneiden und anschließend mit einer Endhülse verpressen. Ich hoffe, ich konnte euch die Funktionsweise der Kabelzugbremse genauer erläutern und ihr seid jetzt auch in der Lage, ein Kabel eigenständig zu wechseln. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.